Wir machen heute richtig tolle Hack-Feta-Muffins im Omnia. Herzlich willkommen und hallo bei 4 Reifen, ein Klo. Wir machen heute, wie ihr bestimmt gerade schon im Intro gesehen habt, richtig super leckere Muffins. Herzhafte Muffins. Muffins mit Hack und Feta. Die sind so gigantisch lecker. Ich glaube, ich muss die heute 3-mal machen, weil von diesen 6, die wir gleich machen, da wird keiner von satt hier und die machen echt süchtig. Mit den wenigen Zutaten, die hier stehen, machen wir jetzt gleich mal die Hack-Feta-Muffins. Und zwar machen wir die mit der Silikonform, mit der Muffin-Silikon von Omnia. Und da passen halt 6 Stück rein, deswegen brauche ich, glaube ich, heute 3-mal. Und ja, die machen wir jetzt fertig. Ja, als erstes werden wir jetzt den Blätterteig erstmal aus der Folie befreien, ausrollen, weil der soll, nachdem man den aus dem Kühlschrank genommen hat, erstmal 10 Minuten ruhen und sich auch ein bisschen akklimatisieren. Das machen wir jetzt erstmal, weil in der Zwischenzeit können wir nämlich das Hackfleisch in einer Pfanne mit ein bisschen Öl anbraten. Während das Hackfleisch jetzt anbrät, werden wir die Frühlingszwiebeln in sehr feine Streifen schneiden. Jetzt werden wir das Ganze mit dem Pfeffer, mit dem Salz und noch mit etwas Paprikapulver würzen. Das Ganze stellt ihr jetzt aus und lasst es einfach abkühlen. Und das wird dann gleich mit den Frühlingszwiebeln und 100 Gramm Schafskäse gemischt. Wir werden jetzt erstmal den Blätterteig vorbereiten, solange das Hackfleisch abkühlt. Haben wir dafür nämlich Zeit. In dem Fall werden wir den Blätterteig einmal in 6 gleich große Stücke teilen. So ungefähr. Und jede Mulde jetzt mit dem Blätterteig einmal auskleiden. Da sollten die Ecken auch bei abstehen, weil das sieht immer ganz toll aus, wenn die Ecken gleich ein bisschen hoch sind. Ihr mischt jetzt ein bisschen, oder fast alles, sag ich mal, von den Frühlingszwiebeln damit. Den Rest lasse ich noch zurück, weil das streue ich noch drüber, sodass man halt optisch etwas Schönes sieht, dass das Grün ein bisschen oben ist. Die Hälfte des Schafskäses sind jetzt 200 Gramm, einmal halbiert, wir brauchen nur 100 Gramm. Ihr könnt natürlich auch 200 Gramm reinmachen, könnte aber vielleicht eine sehr käsehaltige Masse werden. Deswegen nehme ich da nur die Hälfte. Es wird einfach nur gemischt. Und dann füllen wir damit auch schon die Muffins. Jetzt zieht ihr die Ecken noch ein bisschen kurz hoch, damit jeder Muffin für sich so ein bisschen eingepackt ist. So, dann stellt ihr das schon mal in die Omnia-Form. Verwendet bitte das Aufbackgitter dabei, denn dadurch liegen die Muffins höher an der Ober- und Unterhitze und die brennen euch unten nicht so schnell an. Gerade Blätterteig ist ja nun mal sehr empfindlich. Und jetzt könnt ihr dann nämlich auch direkt sehen, dass einfach nichts am Rand kommen sollte. So müsst ihr das halt ein bisschen kneten, dass da nichts irgendwie am Kamin oder am Rand kommt. Oder gleich da, wo der Deckel ist, weil da würden eure Muffins schwarz werden. Auch vielleicht immer sehr schön offen kneten, sodass man wirklich viel Gehacktes gleich sieht, wenn das alles aufbackt. So, zum Schluss werden wir jetzt einfach noch das einnehmen, die Milch dazufügen. Die Zutaten, die verrate ich euch natürlich in der Beschreibung. So, das vermischt ihr jetzt einfach, weil da machen wir jetzt eine schöne Einpinselei vom Blätterteig und dadurch bekommt der Blätterteig gleich eine sehr schöne bräunliche Farbe.
Jetzt gehen die Hack-Feta-Muffins für 45 Minuten auf kleiner Flamme auf den Gaskocher. Jetzt sagt man, die sehen nicht gut aus. Die sehen total gut aus. Die sind total knackig, wie Blätterteig sein soll. Jetzt versuchen wir die mal rauszuholen. Die sind aber jetzt schon noch heiß. So, ich lasse die mal ein bisschen abkühlen und dann holen wir die mal aus der Form raus. Weil ich kann jetzt auch die Form nicht runterdrücken, weil die echt heiß ist. Und dann zeige ich euch die nochmal in ihrer wundervollen Pracht. Wenn ihr die rausnehmt, versucht die mal erstmal ein bisschen zu drehen, weil aufgrund des Eis kann es sein, dass sich da etwas angeklebt hat. Ja, also die sehen so super toll aus. Die schmecken sowohl kalt als auch warm. Ich werde jetzt gleich mal einen aufschneiden, damit ihr auch seht, wie der von innen aussieht. Und jetzt mal der Beweis, dass Muffins nicht süß sein müssen. Die können auch herzhaft sein. Ganz viele Ideen findet ihr auch noch in diesem Rezeptbuch. Da ist das Rezept auch drin. Und zwar findet ihr dort süße Muffins, Cupcakes und auch solche herzhaften, tollen Sachen. Die sind natürlich immer ein richtiger Gaumenschmaus. Und jetzt schneide ich euch einen auf. Die werden wir jetzt verspeisen und deswegen sage ich jetzt ganz schnell, wir sehen uns im nächsten Video und abonniert doch unseren Kanal da unten. Da habt ihr das Logo mit dem 4 Reis, mit dem 1 Klo, das sind wir. Wir zeigen euch alles, was im Omnia möglich ist und auch ganz viele Campingrezepte und dann natürlich hier weitere Videos. Wir sehen uns, bleibt gesund, bis dann, tschüss.